Action kommt gleich. Wir müssen noch einmal kurz hier neu laden. Was machst du? Alles klar. Neu geladen. Oh Gott, ist das lange, lange her. Ich habe gerade, ich habe gerade Steam gestartet. Boah, Titan Quest. Boah, ey. Der andere Diablo-Killer. Wo ist du? Steam? Hallo? Ah. Das war merkwürdig. Ja. Titan Quest Anniversary Edition. Ah, okay. Wo steht's? Mal gerade gucken. Ein paar Minuten haben wir noch, bevor ich mit Hercule anfange. Ich wusste nicht, dass es so viele Erweiterungen hat. Insgesamt 4 Erweiterungen. Krass. Ich weiß auch nicht, warum mein Steam gerade so am Laggen ist. Krass. Alles klar. Krass. Sind sie nochmal die ganzen Götter durchgegangen, wa? Wer ist das andere? Eternal Embers, okay. Interessant. Ist alles gut. Alles klar. Gut. Ach ja. Aha. Es hat aber super negative Bewertungen bekommen. Krass. Interesting. Ich bitte um Verzeihung. Ja, was denn, Mumme? So. Brauche ich jetzt Schluck auf, Mensch. Schon wieder. Was sagt denn? ABC. Agatha Christie. Da haben wir sie. Pop, pop. Ja, alles klar. Guti. Dann sind wir schon fast gut. Obwohl, es sind nur noch 2 Minuten. Dann starte ich das Spiel einfach schon mal. Nee, das ist die andere Kamera gewesen. Die brauchen wir. Und dann kann jene hier aus. Ich muss das mal in Szenen einteilen. Der ABC-Mörder. Hallo, Leon. So, alles klar. Schluck trinken.
So, ebenfalls hallo. Ich kriege jetzt heute oder morgen ein interessantes Buch. Inklusion in Rollenspielen. Das wird bestimmt ganz spannend. Bin ich jetzt schon am freudigem Erwarten. Ich meine, ich habe zwar viel um die Ohren, aber ich lese halt immer noch ganz gerne mal so nebenher solche Abhandlungen. Das wäre bestimmt lustig. Kann ich vielleicht auch mal über den im Mittwochstream drüber reden oder so. Während ich male. Das nächste Mal werde ich auch definitiv wieder bemalen und nicht dem Chaos alles anheimfallen lassen. Kleinen Moment, ich mache mal ganz kurz die Kamera hier oben wieder gerade. Ich habe gerade gesehen, die ist. Deswegen ist die auch wahrscheinlich als Off-Center. Weil die in sich verschoben ist. So. Okay. Ja. Das ist besser. Alles klar. Interessierst du dich für Dinosaurier? Also Fossilien insbesondere. Und ich gehe mal ins Spiel rein. Bum, bum. 62%. Na, ob wir volle Ego-Punkte kriegen, ich glaube es halt nicht mehr. Ach, das schon wieder. Blöds Mistding. So. Uhrzeitschnecken. Naja. Falls du mal ein Buch auf Englisch lesen möchtest, Locked in Time. Locked in Time ist super interessant. Das sind die Fossilien, die quasi zusammen, also sind zwei Tiere oder mehrere Tiere zusammen gestorben und für immer in dieser letzten Position ja interlockt, also eingekerkert quasi, wie das berühmte aus der Mongolei ist das, glaube ich, mit dem Velociraptor und dem Protoceratops, die im Tod noch verkrallt sind. Und, das ist eigentlich super interessant. Eine Kollegin von mir hat in der Grube Messe gearbeitet. Super interessant, super, super interessant. Ich wollte auch damals, ich habe damals versucht, da mal zu graben, durfte aber nicht. Das war schade. Also klar, über meine Kollegin halt, aber wie gesagt, die haben dann gesagt, ja, es tut uns leid, aber nee, wir müssten dich erst einarbeiten, das geht leider nicht. Ich sage, na gut, alles klar. Was ist mit dir? Was machst du? Ja, was machst du? Du drehst den Stuhl weg. Du drehst du den Stuhl weg. Während ich hier eingehakt bin. So. Dann sag wenigstens Hallo. Sag Hallo. Innerlich so, ich hasse dich, Herrchen. Ich hasse dich. Okay, was haben wir jetzt? Wir haben noch keinen weiteren Auftrag, außer uns umsehen, ne? Herrenhaus durchsuchen. Den Raum hier hatten wir abgehandelt. Ja, natürlich, der Bobschutz, der muss jetzt natürlich angebobbt werden. Ich hätte echt gedacht, das wäre ein Wandschrank. Den Koffer hatten wir. Hier vorne die Ecke hatten wir auch, ne? Ja, ich glaube schon. Oben hatten wir auch nichts mehr. Dann ist jetzt der Raum dran. Ein Bakelitschalter. So. Da hatten wir noch nicht geguckt, als wir das erste Mal da waren. Ja klar, wenn man sich alles zusammenklaut, dann ist das so. Das ist ein sehr hässliches Gesicht. Naja. Comside's private collection, purchases since 1920. The catalogue for Sir Carmichael Clark's collection. So. Dann gucken wir
uns das Regal nochmal an. I see some papers that were not there the first time I visited. Mhm. Das war schön, dass sie es offen gelassen haben. Dass wir es jetzt nicht nochmal lösen müssen. Valuers report property. Oh. No, was habe ich getan? Court and Brunskill. The name is familiar. Is that not the name of the firm Donald Fraser works for? 15. April, okay. Gucken wir uns nochmal an. Lese ich nochmal vor. No. Building land located in Comside, Churston client, circa Michael Clark, April 15, 1935, Court and Brunskill office. Okay. Ist noch irgendwas? Court and Brunskill. The name is familiar. Is that not the name of the firm Donald Fraser works for? Steht leider nicht hier. These daggers are only ceremonial weapons. I do not think that the crime weapon is here. Denke ich auch nicht. Ja, das ist nochmal dasselbe. Ah. Doch noch was anderes. Ernest Logan, MD, Brighton Cancer Institute, 201 Dusk Road, Brighton, Sussex. To Sir Carmichael Clark, MD, Comside, Churston, Devon. Brighton, 1935, January the 5th. As a man of science, I owe it to you to be completely frank. Lady Clark, your wife is suffering from a generalized terminal cancer. I confess I didn't suspect anything like that during the first exams. Den hat man, glaube ich, schon den Brief, ne? Today, there is unfortunately no place for doubt. I estimate that Lady Clark's life expectancy is no more than 1 year. Hospitalization would not help in her case, so I advise you to keep her at home and provide her with as much morphine as required to ease her last moments. Yours sincerely, Ernest Logan. Tja. Also die Property-Sachen sind neu gewesen. Ja, hier ist nichts. Du machst Krach im Mikrofon. Ach, Mona. Du bist Dussel. So. Ich glaube, gerade bei uns kommt die Sonne raus. Krass. Hier könnten wir rausgehen. Ich will aber, glaube ich, noch gar nicht raus. Ich möchte mich noch weiter umschauen. There are some very valuable objects here. Wieso? Hast du was vergessen? Ja, das ist als Brieföffner benutzt, ne? Das ist die Brosche. A Dark Dragon. Ja. Okay. Already seen similar daggers. Wo nur? Oh nein. Sag mal, ist das Audio vielleicht jetzt zu leise? Weil ich hatte ja gestern das Dings gespielt, ne? So. Machen wir mal ein bisschen lauter. Attention, Franklin. Task list. A. Ordering Lady Clark remedies. Done. B. Tidying up real estate property files.
Done. C. Calling the lawyer about inventory. Done. D. Update the tenant farmer list. Done. E. Update land rent accounting. Done. F. Ordering a restock of arsenic. Done. P.S. I have left on the living room table some of my things I don't want to keep. The locket and the dagger. I am sure you know why. Thora. Nochmal. Nun. Chili ist auch nice, das stimmt. Ja, ist das nicht die perfekte Zeit, 2 Uhr morgens, um dann Teig anzusetzen? Dauert das ein bisschen, bis der schon durchgezogen ist und dann schaut mal weiter. Ne? Aber Brot ist immer geil. Brot und, naja, Tapas eigentlich auch. Sowas, das machst du nie was falsch mit. Oh, Brot. Wenn es etwas gibt, was ich mag, dann schönes, kräftiges Brot und ein schwarzes Bier dazu. Schönes, frisch aufgebackenes Brot. Oder, oh ja, ein Sesambrot. Auch sehr geil. Und dann zu einem Sesambrot würde ich vielleicht ein malziges Bier trinken. Ja. Ja, ich glaube, das wäre nicht schlecht. Und auf das Sesambrot keine Salzbutter, nein. Was für eine Butter wäre? Kräuterbutter? Nein. Trüffelbutter vielleicht. Trüffelbutter auf das warme Sesambrot und dann ein malziges Bier dazu. Ich glaube, das wäre schon eine schöne Mahlzeit sogar. Und lass mich raten, du bist jetzt super müde. Hier ist nichts weiter, ne? Ist hier was Neues? Warum ist er daran so interessiert? Compass, point to the south. Bronze and magnetite, Han Dynasty, circa 210 BC, purchased in Hong Kong 1935. Carmichael Clark. Ja. Gehen wir mal hier raus. Was ist das? Hab ich da schon geguckt? Nee, ne? The door is locked. Ein Glück, dass wir keinen Schlüssel haben. This unit contains the medical records for Sir Carmichael Clark's patients. Let us study them closely and see if there are any familiar names. No dust on the records from A to D. They've been handled recently. No names. Disappointing. Lots of dust. The records from E to Z have not been touched for years. No names. Disappointing. Umgebung des Herrenhauses durchsuchen. Auch dieses machen wir doch gerne. Where is the horrible smell of carrion coming from?
Ein Glück, dass es kein Geruchsspiel gibt. Oh, tote Ratte. Brown pellets. Das ist eine Ratte. Revolting. Brown. Tut. The gardener does not follow the alignment. Der Arme. There, that's better. It is symmetrical. Hercule, das kannst du doch nicht machen. Herzlichen Glückwunsch, den Trophäe gewonnen. Cäsiumkristall 133. There. Jei. Geht's hier nicht weiter? Na gut. Something makes me feel uncomfortable. Ja, mal generell hier drüber gehen. Da ist was. Ups. Da ist was. Das ist kein Point of Interest. Nur dann. Gucken wir uns das mal an. I would like to congratulate Clark's gardener. What symmetry. Wobei Symmetrie hat schon was Geiles. Das muss ich ja zugeben. Gut, folge ich jetzt selber nicht unbedingt dem Trope, aber... This fountain makes a very relaxing sound. Das stimmt. Was haben This wir hier? wisteria is in full bloom. I would like to congratulate Clark. Ja. Gehen wir mal hier rüber. Jugendstil auch, das stimmt. Rokoko und Barock sind interessant. Ne? It was probably the gardener who lit this fire. Oh, die Unterlagen. Look here. I wonder if someone wanted to get rid of these papers. This subject will probably be useful to me. Let us now try and get our brain cells to work. Nice. So, Thora hat Carmichaels Geschenk hinterlassen. Carmichael hat an Franklin geschrieben, um ihm mitzuteilen, dass er Thora charmant fand. Thora ist eine Expertin auf dem Gebiet der Kunstgeschichte und Thora hat einen Brief hinterlassen. Thora ist geblieben, um Carmichaels Geschäfte zu erledigen. Es fehlt ein Dolch in Carmichaels Vitrine. Warum hat Thora die persönlichen Gegenstände in Combs Site gelassen? Gute Frage. Also, Thora hat Carmichaels Geschenke hinterlassen. So, sie hat einen Brief hinterlassen, ja. Warum hat Thora persönliche Gegenstände hinterlassen? Sie hat, also das würde ich jetzt sagen, passt schon mal eigentlich hier mit dem, sie hat die Geschenke von Carmichael hinterlassen und sie hat einen Brief hinterlassen. Und es fehlt ein Dolch in Carmichaels Vitrine. Thora möchte nicht des Diebstahls bezichtigt werden. Everything that Thora Grey has left behind comes from Sir Carmichael's collection. He most probably gave them to her. But she chose to leave them here rather than run the risk of being accused of theft. It is understandable when you know just how much Lady Clark mistrusted her. Let us now try and get our brain cells to work.
ist Thora eine Giftmischerin. Thora hat einen Brief hinterlassen. Am Tatort war eine vergiftete Ratte. Thora hatte Rattengift bestellt. Lady Clark denkt, dass Thora versucht hat, sie zu vergiften. In Dr. Logans Brief steht, dass Lady Clark nur noch ein Jahr zu leben hat. Und Lady Clark glaubt, dass Thora eine Manipuliererin ist. Rattengift bestellt. Aha. Ja, sie hat Rattengift bestellt. Lady Clark, das ist eine... Am Tatort war eine vergiftete Ratte. Nee. Thora hat einen Brief hinterlassen. Tatort war eine vergiftete Ratte. Thora hatte Rattengift bestellt. Nee. Thora hat nie daran gedacht, Lady Clark zu vergiften. Das glaube ich auch nicht. Thora Grey had no reason to kill someone who only had few months left to live. The poison she ordered was for rats. The gardener must have made good use of it, considering the stinking remains on the path, not far from the property. I've finished here. I must put the skeleton key back and inform Hastings that I'm returning to London. The boy is back in town. Das sieht irgendwie cool aus. Das ist surreal, oder? May you have peace, Carmichael. Charlotte. Ist hier noch mehr? Komm ja nicht hier weiter, ne? Kann ich mich da hinstellen? Ne. Ich wünschte, ich könnte mit WASD laufen. So. Genug. Warum mögen Leute das Spiel eigentlich nicht so sehr? So richtig populär ist es nicht, glaube ich. Es ist eigentlich ein total geniales Spiel. Das macht richtig Spaß. Freue mich mal richtig drauf. Firefox hat es, glaube ich, auch gespielt, wenn ich mich nicht täusche. April. April. Okay. So. Skeleton Key ist zurückgelegt und... Hello, Hastings? I have finished in Shurston. I will take the first train. Tell me, do you know how to restore writing on a burned document? Yes, you just have to soak a cloth with a hydrochloric acid solution and rub the sheet of paper. Then the characters appear. Bien. You have been of great assistance, Hastings. Could you please order the solution as soon as possible? Of course, but what documents do you want to read? You will see, my friend. À ce soir.
Neben Pompeji ist ja auch die Stadt Herculaneum untergegangen. Und in Herculaneum haben sie in einem Herrenhaus eine große Bibliothek Donald gefunden. Fraser is here. He insisted on waiting to see you. Und da waren auch noch unfassbar viele Schriften erhalten, die halt komplett verbrannt gewesen sind. Und es ist auch super interessant zu sehen, wie die nach und nach restauriert werden. Drei weitere Ego-Punkte. Was genau hast du vor? Okay. Wir gehen. Alles klar. Ich gehe einmal kurz durch die Wohnung durch, nur dass wir nichts übersehen. Bom, bom. Royal Mathematical and Statistical Society's Bulletin, September the 9th, 1935. The Alphabet Murder, a methodical madman. It's highly probable that the alphabet murderer will kill again. Could we possibly estimate the number of victims in his next crime? Yes, and it is easy. As soon as we know the ratio of towns, cities and villages whose names begin with a D and the ratio of English people whose names are spelled the same. On the one hand, the ratio of towns, cities and villages in England with a name starting with D, and on the other hand, the ratio of English people with a name also starting with D. After this initial calculation, it is easy to deduce the likelihood of actually being murdered if you belong to the target population. Mathematiker sind Go lustig. to the last page to find our results and details on the calculations. Daily Blag, August 31, 1935. Moustache at half-mast. Poirot's repeated failure in ABC case. Sometimes small things troubled great men. Hastings, faithful collaborator of the Belgian detective, knows something about it. 3 mornings in a row, he confided to us, the cook broke the egg yolks when preparing Poirot's breakfast. This apparently casual event has greatly disturbed my friend, to the point it breaks his concentration and slows his judgment. I also noticed his mustache, of which he is so proud, being duller than usual. Poirot, I assure you I haven't said any such thing to the journalists. They twist everything. Schau dir mal auf Disney Plus die Filme an. Die sind gut, die neuen. Beziehungsweise der eine, den ich gesehen habe, den anderen habe ich ja noch nicht gesehen. Ah, some cool hair. Okay. Hallo? Beobachten wir mal. Oder schauen wir uns mal den jungen Mann an. This man is tired. Augenringe. 3 Tage Bart. Und zerknitterte Kleidung. Alles klar. Donald is short of sleep, and it looks as if he didn't even bother to undress before going to bed. Na, dann reden wir mal mit ihm. Mr. Poirot, I don't know why I'm here. Sich über seine Unentschlossenheit ärgern, ihn versichern, dass er angehört wird, ihm unterstellen, schuldig zu sein.
Sollen wir das mal machen? I am not going to play games with you, Mr. Fraser. You don't understand me. Mr. Poirot, since Betty's death, I've doubts about myself. I don't know what to do. And I keep having a horrible dream 3 nights in a row. Früher war das so. Früher durftest du einen Bart tragen ohne schlechtes Gewissen. Heutzutage ist das echt schwierig. Weil eigentlich ist ja glatt rasiert heute die absolute Norm, was gut aussieht als Mann. Aber du hast dann halt eben so ein paar Leute dazwischen. Ja, mittlerweile, die letzten, sagen wir mal, 5 Jahre ist es besser geworden. Aber so vor ein paar Jahren habe ich noch gehört, Mensch, Christian, rasier dich. Mach das aus dem Gesicht raus. Du siehst aus, als ob du einen Sauerkohl im Gesicht hättest. Erstens mal kriege ich die Krise, wenn ich mit meinem normalen Namen angesprochen werde. Und zweitens, das ist da seit über 20 Jahren. Das wird da auch bleiben. Ungeduldig werden, ihn ermutigen, vorzufahren. Don't even mention it. Und benutzt den Namen auch nicht. Have a drink and tell me about this dream. It's always the same. I'm on the beach with Betty. I grab her round the throat, and I squeeze, and squeeze until she's dead. Her head falls back, and I see that it's no longer Betty. It's Megan's face. Have you seen Megan Barnard recently? Yes, our grief has brought us together. I never really knew her before. She's really quite a remarkable girl. But I would never tell her about my dream. Why not? Is it her you are attacking in your dream? No, it's Betty. And once Betty is dead, it's Megan's face that appears in its place. Very interesting. Let us Cool. now try and get our brain cells to work. Kurz abschließend. Es gibt normal noch einige Menschen, die mich mit meinem normalen Namen ansprechen. Ich habe den jetzt aber auch hier beispielsweise bei Twitch rausgenommen, weil ich dann doch lieber hier über Victor angesprochen werde. Wäre es nicht so teuer, das Ganze im Personalausweis ändern zu lassen, würde der Name da auch schon stehen. Das ist mir aber zu teuer. Und ich habe jetzt nicht dasselbe Problem mit Deadname und keine Ahnung was, wie das Transmenschen haben, Transpersonen haben. Dementsprechend ist das auch nicht so schlimm. Aber wie gesagt, ich benutze den Namen eher nicht so. Ja, glaube ich. Ne? Also Victor ist mir durch lieber. Mag ich sehr gern den Namen. Dementsprechend ist das weniger ein Problem. Ne? Guti. Morde wurden beide vom selben Mörder begangen, also... Moment, wie ist Donalds Traum zu interpretieren? Donald war sehr in Betty verliebt. Donald war ein gewalttätiger Mann. In seinem Traum bringt Donald Megan nicht um. Donald ist müde. Donald fühlt sich schuldig, Betty ermordet zu haben. Donald mag Megan. Donald fühlt sich schuldig, Betty ermordet zu haben. Ja. Aber er bringt... Donald war ein gewalttätiger Mann. In seinem Traum bringt er Megan nicht um. Das würde ich halt sagen, ja.
Also er geht am Strand mit Betty spazieren. Er geht mit Betty spazieren am Strand und fängt an, sie zu würgen. Aber dann taucht das Gesicht von Megan auf. Fühlt sich schuldig und er mag Megan. Ich bin mir verwirrt, tatsächlich. Beide Morde wurden vorsätzlich vom selben Mörder begangen. Ja, aber das hat ja jetzt akut erstmal nichts mit seiner Situation im Traum zu tun. Nee. Oh, okay. Donald ist dabei, Gefühle für Megan zu entwickeln und fühlt sich schuldig, Betty fallen gelassen zu haben. Ja, das macht Sinn. Mr. Fraser, I think that the real meaning of this dream is that you are in love with Megan Barnard. Please go on. Do. This dream certainly betrays your guilt. Oh. But what do you feel guilty about? Having killed your fiancé? Possible. Or forgetting her very quickly for her sister? Certainly. And this forgetting is perceived as a second death. So you don't really think I was the one who killed Betty? I do not exclude this theory. I am simply saying that I do not need to know that fact to explain your dream and your guilt. Thank you for being frank, Mr. Poirot. You've helped me a great deal. I'm going back to Bexhill. I'll not take any more of your time up. It is late, Mr. Fraser, and you are tired. I'll sleep on the train. I like trains. It's easy to sleep rocked by the sound of the wheels. Das stimmt. Poor boy, he seems completely lost. Well, women seem to like him. I think Megan will take care of him. Oh, I remember. Did you order the product I needed? Yes, we'll be receiving it tomorrow. Bien, it is late, and I asked Miss Gray to come tomorrow morning. I have a few questions I wish to ask her. Von dem Jungen, der da gerade war. Meinst du? Der Akzent? Mademoiselle, I asked you here in order to answer a very important question. Ich gehe davon aus, dass der an der nordenglischen, schottischen Grenze irgendwo herkommen soll. Dass er von da irgendwie herkommen soll. Irisch. Habe ich das Gefühl, ist nochmal ein bisschen anderer Einschlag in der Klangfarbe. Aber wie gesagt, ich vermute eher so was Schottisches dahinter. Dass das irgendwo in der Richtung eher angesiedelt sein müsste. So, Sie daran erinnern, dass Sie am Mordtag niemand gesehen hat. Sie beschuldigen, gelogen zu haben. Sie beschuldigen, die Komplizin des Mörders zu sein. Am I right in thinking you said that you did not speak to anyone on the day Sir Carmichael was murdered? It's the absolute truth. Yet, Lady Clark maintained that she saw you talking to a stranger on the front doorstep. Really? She must have been mistaken. Oh, I remember now. I'd forgotten all about it, but it wasn't important. It was just a salesman. Oh. One of those traders who sell stockings from door to door. Can you describe him to me? Medium size, glasses, dark suit, and a felt hat. Not the sort of man you notice. Completely harmless. That's why I forgot all about him. Nothing else? He was very Checks out. hesitant and shy. Usually door-to-door salesmen are very confident, but he wasn't.
erläutern, dass sie bezüglich ihrer Abreise aus Churston gelogen hat, fragen, ob sie aus eigener Initiative gekündigt hat, die Tatsache hervorheben, dass ihre Abreise unklar ist. You did not leave Churston willingly, I believe. I don't wish to lie. Lady Clark did not appreciate my presence. And Franklin cannot go against the wishes of a sick lady. He is a good man, and he worries a great deal about his sister-in-law. I noticed that you left some personal belongings behind at Churston. Fragen, ob sie die Gegenstände abholen wird, fragen, ob sie nach Churston zurückkommen wird, sagen, dass die Gegenstände ein Risiko darstellen würden. It was too risky for you to keep these objects, am I correct? Risky? What was the risk? Sagen, dass Lady Clark sie des Diebstahls bezichtigt hätte. Ja, würde ich nämlich auch tatsächlich sagen. Dass die Dame nicht mehr ganz zurechnungsfähig ist. Sie beschuldigen, Tatwaffe zu haben, sagen, dass der Fluch des Drachen auf ihr liegt. You know very well what Lady Clark might have said if you had kept these objects. Indeed. These objects were gifts. But Lady Clark would have been convinced that I'd stolen them. By returning them, I put an end to such evil gossip. Ja. Bien. I must ask you one last question. Please reply frankly with either yes or no. If Lady Clark had died, would you have agreed to marry Sir Carmichael if he'd asked you? How dare you ask such a question? Sir Carmichael treated me just like his daughter. And all that I ever felt him was affection and gratitude, nothing else. Thank you, mademoiselle. I will not keep you any longer. Übrigens auch ein sehr I met Thora Grey on the stairs. Her cheeks were ablaze, and she appeared to be deeply hurt. Poirot, have you offended the poor girl again? Do you have good reasons for accusing her? I accused her of nothing, Hastings. I simply asked her an important question she did not answer. Let us see if we can answer it for her. Knives Let us Out. now try and get our brain cells to work. Kann ich nur empfehlen, den mal zu gucken. Schönes Kammerspiel. Naja, nicht ganz Kammerspiel, aber ein schöner Film. Guter Film. Hätte Thora Sir Carmichael geheiratet, wenn er noch leben würde? Thora Grey ist geblieben, um Carmichaels Geschäfte zu erledigen. Sir Carmichael stand Thora sehr nah. Sir Carmichael hat Thora eine Brosche geschenkt. Ja, ich denke auch. Inspektor Blanc. Thora schätzt Franklin. Thora bleibt vage, was die Beziehung zu Sir Carmichael angeht. Thora ist eine Verführerin. Sir Carmichael fand Thora charmant. Nee. Thora wollte heiraten und hätte es sehr wahrscheinlich geschafft. You must know how to read between the lines, Hastings. When Sir Carmichael refers to paternal affection, he's lying to himself. Read this engraving on the brooch. A dark dragon for an angel with glossy hair. These are the words of a lover, not a father. Lady Clark was not wrong. What if Sir Carmichael had fallen in love with his secretary? That doesn't mean that she forced him to do so. True, there are extenuating circumstances. She is a penniless orphan. But she is calculating. Just look how she avoided it when I asked if she would have married Clark. I see. You think she seduced Sir Carmichael for her own gain, and that now she is doing the same with his brother. Poirot, your world is a very dark place. Do not get carried away, mon ami. We have another more important matter to settle. Das stimmt allerdings. Really? Yes, would you believe that Miss Grey taught me something new? Let us now try and get our brain cells to work. Alzheimer.
Gibt es aber eine Zweisamkeit zwischen den Morden? Keine Wertsachen in diesem Laden zu verkaufen. Mrs. Ashers persönliche Sachen, eine Kiste mit Strümpfen. Mörder ist einfach Führer. Wechsel, viel Besuchter, nicht viel Besuchter. Badeort. Thoragel, er hat ein Hausierer, oh Gott. Hausierer gesehen. Thora ist nicht in der Lage, den Haustürverkäufer aus kaum Zeit genau zu beschreiben. Bettys Mutter bedauert, dass ihre Tochter das Geschenk nicht tragen konnte. Eine Kiste mit Strümpfen. Tag der Ermordung war Churston viel besucht. Vor jedem Mord hat das Opfer oder jemanden in seinem Umfeld Strümpfe gekauft. It's perfectly clear, Hastings. Perfectly clear. Indeed, a stocking seller visited Andover, Bexhill and Churston on the day of each murder. We have our suspect. This should be of interest to Job. Ja, rufen wir mal an, würde ich sagen. Chief Inspector, we are looking for a stocking salesman. I see you have a suspect. Yes. Contact all the stocking wholesalers who may employ him. Your suspect is a salesman? No, he does not take orders. He sells door to door. Right. The hunt is on. Are you leaving, Mr. Cust? Yes, I'm going to Cheltenham. You shouldn't travel today. You don't look very well. I have to. I have engagements. I must respect them. Jetzt wird's spannend. Can you get the post, Hastings? And why don't you go and get it yourself? Très bien. What's going on? I've never known Hastings to be so disagreeable. Okay. Are you collecting the post, Poirot? Was auch immer mit Hastings los ist. It is not the right time. Poor Mr. Poirot. I'm quite sorry for you. If at first you don't succeed, try again. We've a long way to go still. Typery? No, that comes later. Letter T. The next little incident will take place in Doncaster on September 11th. So long. ABC. I should compare this letter with the one on my desk which I received earlier to see if it does indeed come from the same person. Okay. Alles klar. It is not the right... Aber wir haben schon wieder den 11. Also wir haben schon wieder direkt den Tag. Hastings, it would appear that you are getting slightly thin on top. Really? I hadn't noticed. Let us examine this more closely. Das I Certain wieder. characters in the two letters may have similar defects. Yes, this I is weird.
Yes, the I characters in the two letters do indeed have the same defects. I have to find some other similar defects to confirm my theory. Let us examine the characters in this word. No, this character does not appear to have any defects. Let us examine another word. Let us examine the characters in this word. Right. Let us compare this with the other letter. Hä? Let us examine the... Ja doch. Merkwürdig. Was hätten wir denn hier so im Angebot? Hier ist eigentlich... The W is not printed properly. However, the characters in the two words do not match. Ja. Geht das jetzt weg? Let us examine the characters in this word. Of course, the W characters in the two letters do indeed have the same defects. I have to find some other similar defects to confirm my theory. Yes, the A appears to be quite unusual. Ja. That's right. The A characters in the two letters do indeed have the same defects. My theory was right. These two letters were written with the same typewriter. Hastings, he strikes tomorrow. Chief Inspector Japp? He's on another line. Can I take a message? Yes, please, mademoiselle. It is from Hercule Poirot. Tell him ABC strikes tomorrow in Doncaster. He must call me back. Very well, sir. Mag Daniel Craig auch now I'm nicht so going to see gerne. what I can find from these burnt documents. I've received the product I need. Hastings, if you do not mind, I would like you to take a few notes. Yes, yes. Aber ja, in dem Film hat er echt Spaß gemacht, das stimmt. Wir sind ja relativ weit mittlerweile in dem Spiel. Was soll ich denn dann als nächstes spielen? Wie gesagt, ich hätte eigentlich schon Bock, ein Sherlock Holmes Spiel mal zu spielen. Ob ich vielleicht Nemesis dann mal spiele, also das, wo Arsène Lupin mit bei ist. Ich stelle es jetzt einfach nur mal in den Raum, vielleicht lässt sich da ja was dann machen. So. Was dürfen wir denn jetzt machen? Ja. Verbrannten Dokumente entschlüsseln. Und wo und wie? Da. So, how are you getting on? I'm ready to take notes. Okay. If someone has tried to get rid of these documents, they may be important. Now, down to work. Okay. What of this needs put... Jedes Mal wieder. Das ist ein Randstück. Das sieht richtig aus. This piece should be placed here. Das kommt dahin, das da. Und das dann wahrscheinlich hier. This page is finished. Nice. That's done. 3 more to go. Das mag ich.
Es ist ein schönes, einfaches Puzzle. Nein. Das kommt da hinten. Ach, da ist noch was geschrieben. Okay. Das This da. page will be reconstructed in a flash. Okay. This page is finished. And that's 2 done. It's easier than I thought. Mhm. Das sieht aus wie ein Stück für da oben. I think that this is right. Okay. Das passt It does dahin. not look too difficult. Das passt auf jeden Fall. Na. Dahin. Und das passt dann noch dahin. Alles This klar. page is finished. Only one more. Keep going. So. Was hat Impuls bei Minecraft so immer? simple. Is this easy mode? Wenn man trifft. This So. page is finished. All the pages are reconstructed. Naja. A bottle of solvent. A dry cloth. A dry cloth. Ich kann da jetzt nicht einfach... A dry cloth. Was soll ich hier mitmachen? A bottle of solvent. Ah. The cloth is now soaked with solvent. Na dann. Wollen wir mal gucken, ob wir damit was anfangen können. Das ist übrigens eine schöne Matte. Got it! Make a note, Hastings, make a note. Mrs. Alice Asher, shop owner in Andover. Tracheitis, hemoptysis, prescribed laudanum. I got it. Look. Poirot, where on earth did you find these files? On a fire at the bottom of the garden at Comside. All right, but where did the person who burned them find them? Okay. Rekonstruierten Dokumente lesen. Das ist der Brief. Okay. Alice Asher, shopkeeper in Andover. Tracheitis, hemoptysis, chronic cough with loss of blood. Prescribed laudanum-based cough medicine. Betty Barnard, waitress in Bexhill. Chronic bronchitis, causing dysphonia. Advised to stop smoking. Tell me you hate yourself without telling me you hate yourself. Alexander Bonaparte Cust. While wounded, mustard gas and head trauma. Pulmonary emphysema. Hemoptysis. Coughing fits with blood. Suffers from absences and amnesia. Dick Dudley Dunbar, owner of the Black Swan Hotel in Doncaster. Asthmatic, heart disease, heart condition. Let us now Das nächste try Opfer. and get our brain cells to work. Deswegen habe ich es mal in den Raum gestellt. Bexhill ist ein vielbesuchter Badeort. Auf dem verbrannten Dokument steht Miss Ashers Name. Thora Grey hat einen Hausierer gesehen, der sich am Tag der Ermordung der Villa genähert hat. Am Tag der Ermordung war Churston viel besucht. Sir Carmichaels Patientenakten wurden kürzlich erst gelesen. Alle Opfer erhalten Halsbeschwerden.
Viel besucht, viel besucht, viel besucht. Nee, das macht keinen Sinn. Von Brandungswände steht Mrs. Eschers Name. Frau Gray hat einen Hausierer gesehen. Viel besucht. Das und das. Okay. Die Dokumente stammen aus Dr. Clarkys Patientenakten. The burned documents are medical records, and without a doubt, they come from Clark's archives. First of all, because all the patients have throat conditions. And secondly, their name starts with either A, B, C, or D, and it is precisely the files that match these letters that have been tampered with. But why burn these files? How come the names of the 2 victims appear on them? And who are the 2 other patients? These are very good questions. Okay. Oh, müssen auch gleich aufhören. Ja. Das machen wir noch, da gehe ich noch ran. Hello, Poirot? Any news, Chief Inspector? You wanted a stocking seller? We have one. Reported by his landlady, who thought he was behaving suspiciously. He has the most unbelievable name. Alexander Bonaparte Kast. Dick Dudley Dunbar. Das ist übrigens ein geiler Name. Wang Qing antworten. Nach seinem Namen fragen. Alexander Bonaparte Cust. Yes, Alexander Bonaparte Cust? How did you guess? Poirot, you have magical powers. It's a serious lead. I called Doncaster. A person matching Cust's description has been seen at the station. He got off the train from London, but after that, nobody knows where he went. Jack das Black Swan Hotel in Doncaster angeben. Anordnen, ganz Doncaster zu durchsuchen. Das Ginger Cat angeben. Anordnen, ganz London zu durchsuchen. Das Black Swan war das, wenn ich mich jetzt gerade nicht falsch erinnere. Look for him at the Black Swan Hotel. What? How do you know he's there? Trust me, Chief Inspector. You appear to be very sure of yourself. Very well. I'll call the Black Swan straight away. The owner is going to get a shock when he learns that there's a murderer under his roof. Jeb ermutigen oder anstelle von Jeb anrufen? Machen wir mal anstelle von Jeb. Chief Inspector, I would rather call myself. As you wish. Please go ahead. Hello, the Black Swan. Hercule Poirot here. May I speak to the owner? Speaking. Dick Dudley Dunbar. How can I help you? Is there Mr. Cust among your guests? He arrived today. Shall I call him for you? Bitte mit Dunbar zu sprechen, bitte mit Cass zu sprechen. So ein bisschen, ja. Aber das sind die Inspektoren immer bei den Detektivsachen. Also ich würde jetzt Dunbar sagen, er soll versuchen, so schnell wie möglich da wegzukommen. Oder sich einschließen, damit er nicht da gekillt wird. Auf der anderen Seite, cineastisch interessanter wäre jetzt natürlich der Austausch zwischen Detektiv und Mörder. Machen wir das mal. Yes, please. Wait a minute. I'm just looking for his room number. I believe that I made a mistake. If anyone asks for him, he will understand that we are onto him, take fright, and flee. Mr. Dunbar, I've changed my mind. It's best if you keep this from Cust. But who is this Cust? Da ist das Spiel gerade tatsächlich vernünftiger, als ich dachte. Ich hätte jetzt gedacht, es kommt zu einem Austausch.
Aber es kommt wahrscheinlich ja später. Sagen, dass er ein Mörder ist, dass er ein Gauner ist und fragen, ob er die Ermittlungen Bescheid weiß. Machen wir mal das. Have you heard about the ABC case? Oh, yes. I must say I'm not all that reassured. What with my name starting with D and all that. You're in danger. Beware of your guest. Do you think that Cust might be dangerous? Oh, I do hope you're wrong. He seems so harmless, you know. Oh, yes, completely harmless. Kast ist gefährlich, die Gefahr relativieren. Do not be fooled. He has already killed 3 people and you are next. A murderer? Under my roof? Good God! Dunbar, can you hear me? Dunbar! Hello? Dunbar has had malaise. That's all we needed. I'm calling the Doncaster police. I hope they get there quickly. Hello, Poirot. We have some good news. The police in Doncaster have caught our man at the Black Swan Hotel. They're sending him here by train. How is the hotel owner? He had a heart attack. He was taken to the hospital. Oh no. It is my fault. When I told him the killer was at his hotel, I should have been more considerate. Ja. Come on, Poirot. You weren't to know he had a weak heart. Ah, das ist eine Errungenschaft. Okay. But I should have known. I saw his medical records. Do not torture yourself, Poirot. His attack was not fatal thanks to the quick intervention of the ambulance team. Please keep me informed on his progress. You can count on me. I'll do what's needed. I will visit him at his bedside when the murderer is caught. That's typical of you, Poirot. We should focus on the next Schön. part of the investigation Oder in auch viel order mehr to avoid unschön, other aber... incidents. No, of course. Ups. While we're waiting to question Cust, we could search his room in London. Where does he live? The Marbury Guest House? I'll see you there. Yes, but start without me. First of all, I have to sort out a few details for Cust's transfer. I understand. À bientôt. Ist ein Kast-Transport. Hastings, we are making good progress. Please go and Custer. search your room of our #1 suspect. With pleasure. I did have a dentist appointment, but I'll cancel. The dentist. So that is why you were so nervous and bad-tempered. A visit to the dentist is never an enjoyable prospect. But an unavoidable one. Go to your appointment, Hastings. I will manage on my own. Okay. To Marbury Guest House, please. Alles klar. Und da machen wir dann auch Schluss für heute. Schauen wir mal unseren Fortschritt an. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein paar Punkte verpasst. 371 von 600. Boah, ich habe einiges an Punkten scheinbar verpasst. Ich meine, es ist zwar noch ein bisschen was hier kommt, aber trotzdem. Ich nehme an, dass ich die Sachen hier... Oder man kriegt die erst, wenn man mehrere Male durchspielt und dann andere Gespräche wählt. Na gut, 81%. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch eine Sitzung vor uns. Das heißt, am Dienstag geht es dann hiermit weiter. Und dann können wir uns entweder... Weil ich schalte noch mal kurz die Kamera um. Zack und... Zack. Dann können wir uns eventuell um ein Sherlock Holmes Spiel kümmern oder um ein Point-and-Click-Adventure. Mal gucken. Ich weiß noch nicht genau. Wobei ich hätte schon irgendwie Bock auf Sherlock Holmes. Aber
der anderen Seite, ja, ein normales, reguläres Point-and-Click-Adventure ist natürlich auch nicht schlecht. Ich glaube, ich lasse mir das auf jeden Fall nochmal durch den Kopf gehen. Wenn du Vorschläge haben solltest, was Point-and-Click-Adventure angeht, dann kannst du mir die natürlich auch gerne schreiben. Da bin ich überhaupt nicht böse drum. Ansonsten, wir sehen uns ja morgen nicht. Ich wollte ja morgen Abend dann gerne dann einmal versuchen, Thief zu spielen, also die das Dark Project Spiel. Das allererste Thief. Und ansonsten, ja, mal schauen. Sehen wir uns dann, denke ich, spätestens zu Horizon wieder am Montag. Am Sonntag werde ich ja wieder auf Englisch streamen. Ja. Na dann. Alles klar. Das war's für heute. Arrivederci. Ciao. Bye bye. Hedor. War schön. Bis zum nächsten Mal. Bye.